Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute gibt es ein kleines Video und zwar mit einer Art der Verzierung, die nennt sich Zendengel. Ich zeige euch gleich nochmal im nächsten Abschnitt genau, was damit gemeint ist. Das heißt, so hängende Verzierungen sind das. Und wo ich die gefunden habe, verlinke ich euch natürlich gerne wieder unten in der Videobeschreibung von Kelly Bluin. Die kennt ihr ja nun auch schon vom letzten Video. Und bei der habe ich auch die ganzen Blumen gefunden, die ich heute nutze, und wandle das Ganze ein bisschen ab. Ja, ich male mir hier erstmal meine Eier vor. Ich werde die jetzt mit Wasser füllen und dann mit Farben versehen. Wer Instagram nutzt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure kreativen Werke, die ihr so gestaltet, gerne auch bei Instagram unter den Hashtag @melliesmoments verseht mit dem Hashtag. Dann kann ich mir nämlich mal eure schönen Werke auch anschauen. Und das finde ich ja total spannend, was da so manches Mal zusammenkommt. Ja, und jetzt geht es hier erstmal weiter mit den Farben. So, die Eier sind wunderbar getrocknet und das hier sind jetzt die Zendengel von der Kelly. Ich verlinke euch das, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und da gibt es ganz wunderschöne Arten von Verzierungen und damit werde ich heute auf jeden Fall arbeiten. Ich habe mir jetzt hier oben erstmal so eine kleine Spirale aufgemalt. Leider habe ich da gerade einen Stift erwischt, der nicht wollte, der musste ich nochmal wechseln. Aber gut, das sieht man nachher überhaupt nicht mehr, dass ich da so ein bisschen doppelt gemalt habe. Jetzt umrande ich hier diese Eierchen wieder mal so ein bisschen in so einer schwingenden Art. Man kann das auch einfach gerade machen. Das bleibt euch überlassen. Und ja, dann geht es gleich erstmal los mit den verschiedenen Aufhängungen. Ich mache hier einmal eine Wellenform, eine gerade Form, eine Zickzackform und dann kommen noch ein paar andere Verzierungen dazu. Ja, und dann ist es wieder passiert. Ich muss mich erst an die Bedienung meines neuen Telefons gewöhnen. Ich habe diese Blume nicht aufgenommen, wie ich die gemalt habe. Diese Blume nennt sich Henna Drum von Jane McCullough. Die habe ich euch aber auch im letzten Video vorgestellt und auch die findet ihr bei Kelly in ihren Videos. Also alle Blumen, die ich heute male, habe ich in Kelly ihren Videos gefunden. Nur so zur Info. Ja, falls ihr euch wundert, diese Blumen wurden alle von Menschen erfunden, manchmal von zertifizierten Zendengel-Teachern, so heißen die.
manchmal auch von ganz normalen Menschen, und die dürfen dieser Blume einen Namen geben, und dann bleibt die Art sozusagen, ist dann von ihnen festgelegt, wie diese Blume gemalt wird. Aber trotzdem kann man immer wieder, wenn man Zentangle benutzt, also verschiedene Muster, die natürlich in seiner Art und Weise auch abwandeln. Das ist alles nicht so in Stein gemeißelt, aber die Erfindung, also die Urzeichnung dieser Blume, die bekommt dann immer einen Namen. Ja, und diese hieß halt Henna Drum, und ich male gleich noch ein paar verschiedene, und auch da zeige ich euch dann den Namen und wer die erfunden hat. Ja, und hier fange ich jetzt schon nebenbei an, wie ihr gesehen habt, mit den kleinen hängenden Verzierungen. Da gibt es Millionen. Und es, naja, Millionen vielleicht nicht, aber es gibt unfassbar viele, und es gibt auch extra Bücher darüber. Ja, aber man findet auch ganz viel im Internet, also von daher. Ja, dieses hier ist eine Kirschblüte sozusagen. Die Blume heißt Jumemi und ist von Chi Naritomi erfunden worden. Ja, und die jetzt folgt, ist die Zusi von Livia Chua. Die ist ganz einfach und wunderschön zu malen. Ihr seht ja schon, ein Mittelpunkt, 3 normale Petals, und alle weiteren Petals, die dann angemalt werden, also alle weiteren Blütenblätter, bestehen sozusagen aus dem oberen Teil eines Herzens. Und ja, da kommt auch eine ganz süße Blume am Ende bei raus. So, nun kommen ein bisschen weitere Verzierungen. Ich habe rechts noch mal oben eine Henna Drum drauf gemalt und den Kringel auf der linken Seite noch ein bisschen verlängert. Dann war es mir untenrum ein bisschen leer, und ich verlängere hier jetzt einfach die Formen der Eiaufhängung nach unten hin und fülle somit den Raum, der da ist. Und gleich habe ich dann auch wieder vergessen, irgendwie aufzunehmen, fülle ich noch mal in den Ecken ein paar Muster hinein, und dadurch wird es dann da auch noch mal ein bisschen voller. Ja, jetzt setze ich hier noch mal so ein paar Farbkleckschen rein, in da, wo es reinpasst, ne? Also sprich Herzen anmalen, kleine Blätter anmalen oder was da sonst für Flächen sich anbieten, wo ihr noch mal ein bisschen Farbe reinbringen könnt. Müsst ihr nicht, aber wem das gefällt, der kann das natürlich gerne machen. Ja, und hier seht ihr, dass unten in den Ecken, ne, habe ich dann noch mal ein paar Verzierungen reingesetzt und
So wird das Blatt dann noch mal ein bisschen gefüllt. Und nun fehlen mir noch ein paar, in den Flächen ein paar Farbwiederholungen. Und ich setze jetzt einfach noch mal mit 2, 3 Farben, die ich habe, gleich auch in die freien Flächen so ein paar lockere Pünktchen hinein. Und dann ist das gute Stück auch schon fertig und wird von mir aufgeklebt. So, ihr lieben Kreativen, da ist das gute Stück. Ja, wie ihr eure Eier gestaltet, bleibt natürlich ganz euch überlassen. Ich wollte gerne hier das nochmal blumig machen, im Anschluss sozusagen an das letzte Video mit den Eiern und den Blumen. Ihr könnt das natürlich auch ganz üblich mit den Linien machen und den Zacken und ja, so wie ihr das kennt, so kann man die natürlich auch verzieren. Ja, und ansonsten hoffe ich doch, euch gefällt dieses kleine Gewirr von Zentangle, so nennen die sich ja. Nicht nur Zentangle, sondern Zentangle. Das sind einfach diese hängenden Verzierungen. Ne? Ja, ich muss mich leider noch an mein neues Telefon gewöhnen. Nicht alles nimmt immer perfekt auf, aber ich hoffe trotzdem, das Video kriege ich so einigermaßen hin, so dass ihr etwas Schönes zum Sehen habt. Ja, wem es gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.